Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. In der Nähe eines großen Waldes lebte ein Holzfäller mit seiner Frau. Sie hatten nur ein Kind, ein kleines Mädchen, das 3 Jahre alt war. Sie waren sehr arm und hatten nicht genug zu essen für sie. Eines Morgens ging der Holzfäller traurig in den Wald, um Holz zu fällen. Während er arbeitete, erschien eine große und schöne Frau vor ihm. Sie trug eine Krone aus leuchtenden Sternen und sagte: Ich bin die Jungfrau Maria, die Mutter von Jesus. Du bist arm und in Not. Bring dein Kind zu mir, und ich werde es mitnehmen und für es sorgen. Der Holzfäller hörte auf sie und brachte seine Tochter zur Jungfrau Maria. Sie nahm das Mädchen mit in den Himmel. Dort war das Kind glücklich, aß süße Kuchen und trank Milch. Sie trug goldene Kleider, und kleine Engel spielten mit ihr. Als das Mädchen 14 Jahre alt wurde, rief die Jungfrau Maria sie und sagte: Liebes Kind, ich gehe auf eine lange Reise. Nimm diese Schlüssel zu den 13 Türen des Himmels. Du kannst 12 davon öffnen und die Herrlichkeit darin sehen, aber die 13. Tür ist verboten. Öffne sie nicht, sonst bringst du dir selbst Unheil. Das Mädchen versprach, gehorsam zu sein, und als die Jungfrau Maria ging, begann sie, die Häuser im Himmel zu erkunden. Jeden Tag öffnete sie eine der 12 Türen. Hinter jeder Tür saß einer der Apostel, umgeben von hellem Licht. Sie war voller Freude, und die kleinen Engel, die bei ihr waren, feierten ebenfalls. Bald blieb nur noch die verbotene Tür übrig, und sie verspürte eine starke Neugier, was sich dahinter verbarg. Sie sagte zu den Engeln: Ich werde sie nicht ganz öffnen, aber ich werde sie nur ein wenig aufschließen, um einen Blick hineinzuwerfen. Die kleinen Engel antworteten: Oh nein, das wäre falsch. Die Jungfrau Maria hat dir gesagt, dass du es nicht tun sollst, und es könnte dich unglücklich machen. Das Mädchen schwieg, aber ihre Neugier ließ sie nicht los. Sie quälte sie und gab ihr keine Ruhe. Eines Tages, als die Engel weg waren, dachte sie: Jetzt bin ich ganz allein, und ich könnte einen Blick darauf werfen. Wenn ich es tue, wird es niemand erfahren. Sie fand den Schlüssel, steckte ihn ins Schloss und drehte ihn. Die Tür öffnete sich, und sie sah die heilige Dreifaltigkeit im Licht und in der Herrlichkeit. Sie starrte erstaunt und berührte das Licht mit ihrem Finger, der goldfarben wurde. Plötzlich überkam sie die Angst. Sie schlug die Tür zu und lief weg. Aber sie konnte ihre Angst nicht abschütteln, und ihr Herz schlug schnell. So oft sie auch versuchte, das Gold von ihrem Finger zu rubbeln, es ging nicht ab. Bald darauf kehrte die Jungfrau Maria von ihrer Reise zurück. Sie fragte das Mädchen nach den Schlüsseln des Himmels. Als das Mädchen sie übergab, schaute die Jungfrau ihr in die Augen und fragte: Hast du die 13. Tür geöffnet? Nein, antwortete das Mädchen. Die Jungfrau Maria berührte das Herz des Mädchens und spürte, dass es schnell schlug. Sie wusste, dass das Mädchen ungehorsam gewesen war und die Tür geöffnet hatte. Sie fragte erneut: Bist du dir sicher, dass du es nicht getan hast? Ja, sagte das Mädchen wieder. Dann bemerkte die Jungfrau den goldenen Finger des Mädchens und erkannte, dass sie gelogen hatte. Zum 3. Mal fragte sie: Hast du sie geöffnet? Nein, antwortete das Mädchen erneut. Die Jungfrau Maria sagte: Du hast mir nicht gehorcht und du hast gelogen. Du bist nicht mehr würdig, im Himmel zu bleiben. Daraufhin fiel das Mädchen in einen tiefen Schlaf. Als sie aufwachte, fand sie sich auf dem Boden in einem wilden Wald wieder.
Sie wollte schreien, aber kein Laut kam heraus. Sie versuchte wegzulaufen, aber dicke, dornenreiche Büsche hielten sie zurück. An diesem einsamen Ort stand ein alter, hohler Baum, und sie musste ihr Zuhause dort machen. Nachts kroch sie in den Baum, um zu schlafen. Er schützte sie vor Stürmen und Regen, aber es war ein trauriges Leben. Sie weinte, wenn sie an ihre glücklichen Tage im Himmel mit den Engeln dachte. Sie lebte von Wurzeln und wilden Beeren und suchte weit und breit nach Nahrung. Im Herbst sammelte sie gefallene Nüsse und Blätter, um sie zu lagern. Die Nüsse wurden ihre Nahrung im Winter, und als Schnee und Eis kamen, versteckte sie sich unter den Blättern wie ein armes kleines Tier, um warm zu bleiben. Bald waren ihre Kleider zerrissen und fielen Stück für Stück auseinander. Wenn die Sonne wieder wärmte, saß sie draußen am Baum, ihr langes Haar umhüllte sie wie einen Mantel. So lebte sie viele Jahre und fühlte den Schmerz und die Traurigkeit ihres Lebens. Eines Tages, als die Bäume wieder grün waren, jagte der König des Landes im Wald und folgte einem Reh. Als es in ein Dickicht lief, stieg er von seinem Pferd, drang durch die Büsche und schlug mit seinem Schwert einen Pfad. Schließlich brach er durch und sah ein schönes Mädchen, das unter dem Baum saß, mit ihrem goldenen Haar bedeckt. Er hielt überrascht an und fragte sie: »Wer bist du? Warum sitzt du hier im Wilden?« Aber sie konnte nicht antworten, weil sie nicht sprechen konnte. Der König fuhr fort: »Wirst du mit mir in mein Schloss kommen?« Sie nickte leicht mit dem Kopf. Der König hob sie auf, trug sie zu seinem Pferd und ritt mit ihr nach Hause. Im königlichen Schloss angekommen, kleidete er sie in feine Kleidung und gab ihr alles, was sie brauchte. Selbst ohne zu sprechen war sie so schön und bezaubernd, dass er sich schnell in sie verliebte, und bald heirateten sie. Nach einem Jahr hatte die Königin einen Sohn. In dieser Nacht erschien die Jungfrau Maria ihr, während sie allein im Bett lag, und sagte: »Wenn du die Wahrheit sagst und zugibst, dass du die verbotene Tür geöffnet hast, werde ich dir deine Stimme zurückgeben. Aber wenn du weiter lügst, werde ich dir dein neues Baby wegnehmen.« Die Königin konnte antworten, weigerte sich jedoch und sagte: »Nein, ich habe die verbotene Tür nicht geöffnet.« Die Jungfrau Maria nahm das Baby aus ihren Armen und verschwand mit ihm. Am nächsten Morgen, als das Kind verschwunden war, flüsterten die Leute, die Königin sei ein Ungeheuer und habe ihr eigenes Baby getötet. Sie hörte das, konnte sich aber nicht verteidigen. Der König glaubte es jedoch nicht, denn er liebte sie sehr. Ein Jahr später bekam die Königin einen weiteren Sohn. Wieder kam die Jungfrau Maria in dieser Nacht zu ihr und sagte: »Wenn du zugibst, dass du die verbotene Tür geöffnet hast, werde ich dir dein Kind zurückgeben und deine Stimme wiederherstellen. Aber wenn du es weiter leugnest, werde ich auch dieses Kind nehmen.« Die Königin sagte erneut: »Nein, ich habe die verbotene Tür nicht geöffnet.« Die Jungfrau Maria nahm das Kind wieder weg. Am nächsten Morgen, als auch das zweite Kind verschwunden war, behaupteten die Leute lautstark, die Königin habe ihr Kind gegessen, und die Berater des Königs forderten, dass sie bestraft werden müsse. Doch der König liebte sie so sehr, dass er den Gerüchten nicht glaubte und seinen Beratern befahl, nicht mehr darüber zu sprechen, unter Androhung von Tod. Im folgenden Jahr brachte die Königin ein hübsches kleines Mädchen zur Welt. Zum 3. Mal besuchte die Jungfrau Maria sie in der Nacht und sagte: »Folge mir.« Sie nahm die Königin bei der Hand und führte sie in den Himmel, wo die Königin ihre beiden älteren Kinder sah, die mit einem Ball spielten. Als sie froh war, sie zu sehen, fragte die Jungfrau Maria: »Hat sich dein Herz noch nicht erweicht? Wenn du zugibst, dass du die verbotene Tür geöffnet hast,
werde ich dir deine beiden Söhne zurückgeben. Aber zum dritten Mal antwortete die Königin: Nein, ich habe die verbotene Tür nicht geöffnet. Darauf ließ die Jungfrau sie wieder zur Erde fallen und nahm ihr drittes Kind weg. Am nächsten Morgen, als die Nachricht vom Verlust sich verbreitete, riefen alle, dass die Königin ein Ungeheuer sei und bestraft werden müsse. Der König konnte seine Berater nicht mehr aufhalten. Ein Prozess wurde abgehalten, und da sie sich nicht verteidigen konnte, wurde sie zum Verbrennen verurteilt. Sie sammelten Holz für das Feuer, und als sie an den Scheiterhaufen gebunden war und die Flammen um sie herum zu lodern begannen, schmolz ihr Stolz dahin. Sie fühlte Reue und dachte: Wenn ich doch nur gestehen könnte, bevor ich sterbe, dass ich die Tür geöffnet habe. Plötzlich kehrte ihre Stimme zurück, und sie rief: Ja, Maria, ich habe es getan. In diesem Moment fiel Regen vom Himmel und löschte das Feuer. Ein Licht leuchtete über ihr, und die Jungfrau Maria kam mit ihren beiden Söhnen neben ihr und der neugeborenen Tochter in ihren Armen herab. Sie sprach freundlich: Wer für seine Sünden Buße tut und sie zugibt, dem wird vergeben. Dann gab sie der Königin ihre 3 Kinder zurück, stellte ihr die Stimme wieder her und schenkte ihr Glück für den Rest ihres Lebens. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.